Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Sternmama Podcast. Heute habe ich ein wunderschönes Interview für euch mit der lieben Vanessa von Gefühl im Bauch. Und Vanessa macht Skulpturen und zwar unter anderem speziell für Sternmamas bzw. Stern-N. Und sie wird heute in dem Interview von ihrem Herzensprojekt erzählen und wie sie dazu gekommen ist. Und es war ein so schönes Gespräch. Wir haben auch noch über so viele schöne andere Themen gesprochen, wie darüber, dass es okay ist, okay zu sein, genauso wie es okay ist, nicht okay zu sein. Und ich freue mich darauf, endlich mal wieder ein Interview mit euch zu teilen und wünsche euch viel Spaß beim Hören oder Sehen. Herzlich willkommen, Vanessa. So schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dich heute kennenzulernen und dich hier im Podcast zu haben. Wie so häufig im Interview habe ich eine Einstiegsfrage. Wer bist du? Was machst du? Was bringt dich hierher? Stell dich doch gerne mal vor. Sehr gerne. Erstmal ein schönes Hallo, ein herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich heute sehr, da hier zu sein. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sehe, das ist mein erster Podcast, weil, dann bin ich, was mache ich und was ist das Besondere? Das bringe ich heute mit. Mein Name ist Vanessa. Ich komme hier aus dem schönen Rhein-Sieg-Kreis. Für diejenigen, die es nicht kennen, liegt ganz grob zwischen Bonn und Köln. Also ein kleines Dörfchen im Vergleich zu Berlin, Julia, wie bei dir. Und was bringt mich hin? Ja, mein Herzensthema Gefühl im Bauch. Ich habe dieses Jahr ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Gefühl im Bauch und möchte dazu erstmal eine kleine Geschichte erzählen und euch so ein bisschen vor allem auch dich, Julia, mitnehmen. Was verbirgt sich dahinter? Ja, ich habe mich absichtlich auch an dich gewendet, weil ich eine Mutter von 3 Kindern bin. Eins halte ich an meiner Hand, wie man so schön sagt, 2 habe ich in meinem Herzen. Und ja, jede Sternmutter weiß, glaube ich, dass allein darüber zu sprechen, das ist schon ziemlich schwer in der Öffentlichkeit, weil das einfach in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist. Und habe aber in meiner Erfahrung gemerkt, oder aus meiner Erfahrung her gemerkt, Mensch, da muss man was machen. Also als ich vor ein paar Jahren meine Kinder verloren habe ich erstmal gedacht, Mensch, das gibt's doch wohl nicht. Man hört immer diese schöne 12. Schaftswoche, wenn bis dahin alles gut ist, passiert nichts mehr, happy, Schwangerschaft und man hört immer diese ganzen positiven Punkte. Und Ja. von den, ich will mal, negativen Aspekten oder diesen Risiken und die ganzen Themen, die auch vorher vielleicht sind, also sprich unerfüllter Kinderwunsch und Co., davon hört man kaum was. Und für mich kam eben damals das Thema so überraschend, dass es auf einmal hieß, Mensch, jetzt ist da eben die Geschichte passiert, du bist jetzt auch Mama gleichzeitig aber irgendwo auch nicht. Ich will das immer so ein bisschen rausstreichen, weil ich der Meinung bin, Sterneltern sind auch Eltern, wie man immer so klischeehaft sagt. Aber das ist eben so ein Punkt, das ist irgendwie in der Gesellschaft nicht angekommen. Weil das fängt ja auch überall schon an bei der Frage, wie viele Kinder hast du? Gerade wo ich noch kein Kind an der Hand hatte, war es für mich immer sehr schwer zu sagen, nee, eigentlich habe ich keins, aber irgendwie auch schon. Und ich finde, da gibt es so viele Grauzonen irgendwo. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu sprechen in der Familie, klar, anfangs bei den Vertrauenspersonen, habe ich dann erst mal gemerkt, wie das überall so aufploppte, wie so kleine Pilzchen überall. Jeder hat schon mal was davon mitbekommen und ja, für mich kam dann die Frage auf, warum spricht keiner darüber? Warum ist es so ein Tabuthema und warum tun sich die Menschen so schwer, darüber zu sprechen? Weil mir geht immer im Kopf vor, egal ob es Eltern sind, Großeltern, also ich hoffe, dass wir alle noch unsere Lieben um die Ohren, klingt so negativ, sorry, ich habe einen lockeren Sprachgebrauch, aber ja, dass wir alle unsere lockeren Menschen um uns herum haben, unsere Lieben und hoffentlich lange, aber da sprechen wir locker und flockig drüber. Wenn es aber darum geht, um unsere Kinder, was da eben so wichtig irgendwo ist, da ist auf einmal, wie gehe ich damit, wenn ich was Falsches sagen und ich finde gerade nichts zu sagen, das ist eher das Erdrückende und Schwierige daran. Ja. Und was mir damals aufploppte, um zurückzukommen, was mache ich? Ich bin damals ins Krankenhaus gekommen und habe festgestellt, ich spreche schneller über die Beerdigung als über die Geburt. Nach der Geburt wurde ich dann gefragt, Mensch Vanessa, möchtest du als Erinnerung noch Fotos von deinen Sternkindern haben? Erstmal habe ich das ehrlich gesagt verneint, weil es für mich erstmal, ich war völlig überfordert von den ganzen Trauer, von den ganzen Emotionen, die da waren. Ich wollte nach vorne gucken, optimistisch und irgendwie wieder Lebensmut finden, dass in dem Moment auch alles sehr schwer war, das alles einzuordnen, weil es innerhalb von Tagen quasi gefühlt passiert ist, wenn nicht Stunden teilweise. Ja, und habe dann aber später doch mich Gott sei Dank nach der Geburt noch umentschieden gesagt, doch ich möchte ein paar Fotos von meinen Kindern haben. Von ein paar Fotos kennen wir wahrscheinlich alle Sterneltern. Das rede ich vom 50
Fotos aufwendig ist wie bei einer Hochzeit oder dergleichen, sondern ich spreche im Durchschnitt, habe ich das mal erfragt, zwischen 2 bis 5 Fotos und das ist schon oft halt schon gut, weil ich sehr erschreckend finde. In meiner Ja. Trauerbegleitung habe ich irgendwann gemerkt, ja, diese Fotos sind so wichtig für mich. Ich brauche etwas beim Trauern, etwas, was ich in der Hand halten kann. So wie ich meine Liebenden umarme, möchte ich eigentlich auch ja meine Kinder umarmen können und ja, sagen können, dass ich sie vermisse, dass ich sie lieb habe und was halt alles dazugehört. Und jetzt sind wir bei dem, was mache ich. Ich habe leider in dem Sinne nur ein Beispiel heute dabei zum Thema Schwangerschaft, weil ich mache das Ganze greifbar. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, ich weiß nicht, ob du siehst, Julia. Ja. Das ist eine Skulptur und das ist, was ich mache. Ich halte Schwangerschaften und das ist das Besondere an dem Thema Sternkinder ganz neu bei mir nochmal fest. Das heißt, ich mache das Thema greifbar, auch im Sinne von Basis oder auf Basis von Fotos. Das heißt, Mhm. beispielsweise, ob es das Füßchen ist, was ja ganz oft ist, dieser Fußabdruck, das ist oftmals vielleicht einzige auch, was man hat. Oder das einzige Foto, was man bekommen hat. Oder wenn sogar noch, wenn man in Anführungsstrichen das Glück hatte, noch ein Fotoshooting zu bekommen. Alles, was man irgendwie in Form von einem Abdruck, Foto hat, das kann gerne zu mir gesendet werden. Gerne auch per E-Mail. Auf meiner Homepage wird jetzt auch noch, bin ich auch aktuell dran. Ja, hab noch ein paar To-Dos bei mir. Momentan kommt viel zusammen. Kenne ich gut. Man stellt fest, was alles an Aufgaben dazu kommt, wenn man gegründet hat. Überall kommen so ein paar ja, Ideen dazu. Aber es macht ja auch gerade das Spannende und das Schöne daran. Also sprich, auf meiner Homepage wird auch noch mal eine Seite errichtet, wo man dann eben nochmal die Fotos zu mir schicken kann. Das heißt, ich Mhm. bekomme im Endeffekt die Fotos. Ich schaue mir die in Ruhe an, bespreche auch jeden Schritt und schaue, was man daraus verewigen kann, was auch vor allem, ja, was ist wichtig für die oder denjenigen. Also sprich, was hast du ein besonderes Foto über Fußabdruck, die Händchen, ein Baby im Arm, also egal, ich sag mal, der Kreativität ist bei mir keine Grenzen gesetzt. Ich kann Mhm. leider nicht versprechen, dass ich alles schaffe umzusetzen, aber was ich versprechen kann, ist, dass ich auf jeden Fall jedes Anliegen annehme und das Beste raushole. Und bis dato hatte ich jetzt auch erste, ja, Versuche klingt so negativ, aber erste Erfolge tatsächlich Ja. auch, dass ich Sternkinder verewigen konnte auf Basis von nur einem Foto. Das heißt, ich brauche nicht Mhm. ja ein ganzes Portfolio, weil das ist ja leider auch das Schlimme. Wir haben nicht viele Fotos zur Hand. Ja. Ja, machen daraus dann was Schönes. Also sprich, dass man etwas greifbar hat. Ja, dass auch während Eltern letztendlich eine Erinnerung haben, diese schöne Einrichtung, also im Wohnzimmer, wo auch immer der Herzensort ist, ob im Schlafzimmer, neben dem Bett, ob es im Wohnzimmer als Dekoration auch da ist, Mhm. dass eben auch was da ist, was unser Ja. Herz glückt. Das bin ich. Jetzt habe ich lang geredet. Mhm. Wunderschön. Danke. Danke Ich danke dir. für diese Einleitung und deine Idee und die Umsetzung und dass du dich damit in die Welt auch gewagt hast oder die Schritte gegangen. Dankeschön. Also für mich jetzt als Verständnisfrage, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, oh ja, Mhm. ich habe hier diese 3, 4 Fotos von meinem Mhm. Sohn. Mein Sohn ist ja als Frühchen zur Welt gekommen und Mhm. es gibt von ihm auch Fotos, auf denen er gelebt hat. Da ist Mhm. er aber von Kabeln umgeben und die sehe ich so gar nicht Ja. so gerne oder Mhm. beziehungsweise ich sehe die schon gerne, ist mein Sohn. Aber ich hätte ihn auch gerne lebend ohne Mhm. Kabel Und gesehen. medizinischen Bereichen mit dabei gehabt in dem Sinne. Mhm. Wenn ich dir das gebe Mhm. und sage: „Hey, Mhm. kannst du daraus was machen, dass ich das ohne das Drum und Dran?“ Ich kann auf jeden Fall daran arbeiten, was ich nicht versprechen kann. Oder ich tue wie jemand, ich komme ursprünglich aus der Pharmabranche. Da kriegt man schon eingetrichtert, Achtung, nichts versprechen. Ja, Deswegen bin ich hab's immer, was ich verspreche, hat wirklich Hand und Fuß. Ich behaupte aber zu, ich sag mal 95%. Also ich kann es auf jeden Fall bearbeiten. Am Beispiel bei der Schwangerschaftskultur, wo ich jetzt nicht auch die meiste Erfahrung habe. Da kann ich natürlich, ich sag mal, die Brustwarzen beispielsweise was sanfter gestalten. Genauso kann ich dann auch an deinem Beispiel, kann ich natürlich für den Sohn dann schon die Kabel ein bisschen sanfter gestalten, weggestalten. Es kommt natürlich aufs Foto drauf an. Aber ja, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Definitiv. deine Arbeit gibt dir ein bisschen Spielraum auch Ja, für die Eltern, das in ja, die Hand zu geben, was sie ja. sich wünschen, was es so Richtig, vielleicht auch nicht richtig. Genau. geben würde. Und Ja, ja, also ich meine, es ist 'ne sehr intensive persönliche Arbeit, die eben aber auch ja, Grenzen hat, habe ich da ja, jetzt auch rausgehört. ja.
das auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist mir auch gerade dieser Spielraum, dieser Freiraum auch wichtig. Also sowohl diese kreative Seite, dass ich eben auch das irgendwo ausleben kann, angefangen von Farben und dergleichen. Ich stimme mich da sehr, sehr gerne aus und ab. So rum. Das heißt, dieser Austausch ist für mich enorm wichtig, dass ich immer wieder auch weiß, was sind die Wünsche, was sind die Vorstellungen, wie ist die Vision im Kopf. Ja, das passt auch von den Farben, also auch die sind enorm ausbaubar. Ich habe da keinen groben Fahrplan oder so einen groben, wie sagt man, einen Weg, dass ich sage, Mensch, die Skulptur gibt's so bei mir. Für mich ist immer wichtig, dass ich auch eine Manufaktion irgendwie bleibe. Also sprich, dass ich was Individuelles schaffe. Und das macht es auch für mich ein bisschen schwieriger, weil natürlich dann viele Aufträge reinkommen und man trotzdem aber auch persönlich bleiben möchte. Aber das ist mir enorm wichtig. Das heißt, die Geschichte dahinter, die möchte ich eben in der Skulptur auch widerspiegeln. Ja, dass es nicht nur einfach eine Skulptur ist, ein Dekorationsstück, sondern dass da eben auch die Geschichte, die da drin lebt worden ist, drin steckt. Und deswegen ist es mir enorm wichtig, eben immer wieder mich auszutauschen, angefangen von der Variante, dass ich angefangen bei den Farben, bis hin soll das Ganze auf dem Sockel oder einfach so frei stehen. Kann auch sein, dass es eine ganz andere Form hat, dass so ein Bild, das so rechteckig war, dass man das vielleicht rund macht. Also sprich, ich gucke mir immer jedes Foto, mache ich mir die Mühe und die Arbeit, gucke ich mir jedes Mal an und schaue eben rauf, was kann man daraus machen, wie sind die Vorstellungen und irgendwo versuche ich das Ganze dann auch im besten Fall 1:1 umzusetzen, wie die Visionen im Kopf sind, anderem dann irgendwo die Mitte zu finden. Mhm. Hm. Schön. Mich erinnert das, und kannst mir ja sagen, ob du denkst, dass es so hinhaut, so ein bisschen auch ähm, an den Prozess beim Tattoo entwickeln und stechen lassen, so dass so, Schönes Beispiel. also, Richtig. Man hat so ein bisschen die Vorstellung, man weiß ja grob, wo will man es vielleicht hinhaben, wie soll das Tattoo aussehen. Ein perfektes mhm, Beispiel, wäre ich jetzt gerne ja, drauf gekommen, aber und am ja, Ende sagt der Tattoo auch, Mensch, das wird vielleicht schwieriger oder ne, da sind die mhm, Linien vielleicht, das wird zu klein, dann machen wir es besser, was größer oder wie wäre dies oder jenes dazu. Und so ja, ist es im Prinzip bei mir auch. Also mir ist immer diese Kommunikation ist mir enorm wichtig und auch jede Geschichte ist mir auch, das macht mir letztendlich die Freude auch daran, weil ja, ich glaube, in dem Moment teilen wir alle so ein bisschen. mhm, Also mir wurde mal gesagt, Mensch, Vanessa, in den Skulpturen, das ist nicht nur eine Skulptur, da steckt auch die Liebe zu deinen Kindern, zu meinen Sternkindern eben auch mit drin. Das stimmt tatsächlich, auch so kitschig das jetzt irgendwo so ist. Aber mir ist es eben wichtig, dass jeder irgendwie dann am Ende oder jede, ich möchte da keinen ausschließen, wie was in der Hand macht, wo man sagt, ja, das ist hier so das Greifbare für mich auf Erden. ja, so schön und wichtig. Und was du eben gerade auch noch gesagt hast, ist der Prozess, der entsteht, wenn du im Austausch bist, der hat ja auch noch so viel Heilungspotenzial. Ja, ja. Also schon mal allein, dass jemand da ist, Mhm. dem ich von meinem Sternkind erzählen kann, mit dem Ja, Wissen, dass du das auch erfahren hast und ein anderes Verständnis ja, vielleicht hast als jemand, zu dem ich komme, der dann schockiert ist, nicht weiß, wie er damit ja, umgehen kann, keine Worte hat. ja, Das macht für mich persönlich einen großen Unterschied. ja, Und es gibt natürlich auch ja. sehr empathische Menschen, die Das Worte ist richtig. haben, auch wenn ihnen das nicht passiert ist. Aber meistens merkt man auch schon, wer Lebenserfahrungen gemacht hat, die vielleicht nicht so einfach waren, Ja. ähm, wenn man über solche Dinge anfängt zu sprechen. Ein wichtiger Punkt tatsächlich. Julia, was meinst du, wie oft ich allein diesen Satz gehört habe, auch in der Vergangenheit oder auch immer wieder auch wahrscheinlich hören werde? Ach, dir kann ich das ja erzählen. Du kennst es ja selber auch. Diesen Mhm. Mut zu haben, das kenne ich auch selber, zu sagen, hey, ich habe ein Sternkind. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum fällt es mir so schwer, darüber zu sprechen bei manchen Personen? Und ich glaube, Mhm. es ist auch, um den Gegenüber ein bisschen zu schützen. Weil ich Mhm. manchmal denke, wie reagiert der? Ich will ihn nicht schocken. Ja, irgendwie ist auch bei mir so eine Hemmschwelle da. Und allein dieser Gesichtsausdruck bei vielen, die es eben nicht kennen, vielleicht nur vom Hören und Sagen, vielleicht aus dem Glück her dann noch im Sinne von, hey, ich kenne jemanden, der die Erfahrung gemacht hat, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man es selber gemacht hat und es ist schwer in Worte manchmal zu fassen. Das ist es. Und ich finde, also vielleicht ist es Schutz der anderen genauso wie auch eigener Schutz. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt auch in der Arbeit mit den Sternenmamas,
dass jeder da einen anderen Umgang mitfindet über die Richtig, Zeit. Und richtig. dass es vollkommen in Ordnung ist. Ja. Und für manche ist es schwierig zu sagen, ich sage das gar nicht, weil das sich anfühlt wie Verrat. Und für andere, die finden ihren Frieden damit, das eben nur Menschen zu erzählen, bei denen sie wissen, Ja, da ist mein Sternkind auch gut aufgehoben, zum ja, Beispiel auf ja, übertragene Art und Weise. Ne? Und ich finde das auch wichtig, ja, dass wir uns da bewusst sind, dass es da nicht nur den einen Weg gibt. Und ja, das stimmt. ähm, Ich glaube, es wichtig ist kann diese auch, innere Stimme, ne? Die du meinst. ja, genau, auf sich selber zu hören und auch erlauben, dass da Veränderung auch entstehen darf. Ja, Was nach 3 absolut. Monaten sich richtig anfühlt, muss sich nach 3 Jahren nicht mehr genauso anfühlen. Nein, das Ja. definitiv. Mir wurde mal der Satz auf den Weg gegeben, oder man kennt ja dieses Sprichwort, Wunden heilen irgendwann, die Richtung, also sprich eine Narbe Die verblasst mal. Zeit heilt alle Die Wunden, Zeit hält, oder? danke, genau, Mhm. richtig. Ja. Und noch 'n Kaffee. Aber letztendlich, ja, der klingt so locker flockig, aber mir wurde dann mal entgegengebracht, Mensch, na ja, so 'ne Kaiserschnittnarbe, ja, die verheilt etwas, aber die verschwindet auch nicht. Und das fand ich ganz gut. Sie verändert sich letztendlich, was du gerade auch geschildert hast, ne? Es ist auch in Ordnung, dass die Gefühlswelt oder auch der Umgang sich alles verändert. Also, hätte mir jemand vor 'n paar Jahren gesagt: „Du sitzt mal hier in meinem Podcast und sprichst da öffentlich drüber", hätte ich gesagt: „Niemals." Mhm. Mir fiel's damals unglaublich schwer, auch alleine da überhaupt drüber zu sprechen, geschweige ohne Tränen. Und auch, wenn man Ja. ehrlich ist, am Anfang, und ich glaube, die Phase ist auch normal, eine gewisse Lebensfreude auch wieder zu finden, Lebensinhalt, weil einem wird ja absolut der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, für mich war das der optimale Weg. Eben bei mir war es sofort da, dass ich eben Sternen helfen möchte, was positiv aus meiner Geschichte und auch deren Geschichte zu verewigen. Und ja, in der Pharmawelt sagen wir mal, so ein Helfersyndrom steckt in mir. Das Mhm. definitiv. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, das irgendwas Schönes daraus zu machen und dass so gesehen meine Sternkinder dann vielleicht irgendwo weiterleben. Und was an dem Thema, Tabuthema nach außen hin, was zu verändern. Weil ich glaube, wenn da keiner drüber spricht, verändert sich leider halt auch nicht so viel. Und sei es ja der gegenüber ein Partner, Partnerin, Familie, Freunde, also wenn jeder irgendwo weiß, hey, da gibt's was, dann ist schon, glaube ich, verdammt viel zu tun. Ich finde, es hängt viel da dran, ne? Also auch diese Akzeptanz darüber, dass es nicht den einen Weg gibt und die eine Art und Weise, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass wir so viel Angst haben davor, Fehler zu machen in unserer Ja, Gesellschaft und vor Gefühlen, vor negativen Gefühlen und negativ in Anführungszeichen, weil auch die Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen und zeigen und bei anderen wahrnehmen, auch die mhm. haben alle sehr viel Sinn und Ja, in der natürlich. Traurigkeit steckt so viel Liebe und Heilungspotenzial. Aber was eben den Austausch über schwierige Themen erschwert, ist, dass wir so häufig davor zurückscheuen, was Falsches zu sagen. Ja. In dem Sinn von, man sagt schon was Falsches, wenn der andere dann traurig ist. Und ich finde, dass es komplett bei Thema Trauer komplett das Gegenteil ist. Jemand ist vielleicht traurig, aber nicht, weil du nach dem Sternenkind gefragt hast, sondern weil das Sternenkind nicht an der Hand dieser Person ist. Nicht die Frage macht traurig. Ja, Die Traurigkeit ist da und es ist schön, dass sie einen Zeugen bekommt, wenn wir die Frage stellen. ja, schön formuliert. Mir ist da tatsächlich auch eine Geschichte eingefallen, kurz nach der Geburt, nach meinen Kindern, hatte ich so einen tollen Rock. Ich habe mich unglaublich darauf gefreut, diesen Rock anzuziehen. Das war ein Schwangerschaftsrock und ich dachte mir irgendwann noch: „Komm, zieh den Rock an, egal ob du noch schwanger bist oder nicht, Hauptsache machst dir Freude." An dem Tag hatte damals meine Nachbarin geklingelt, war Mexikanerin und, ich glaube, die haben auch so schon 'ne ziemlich coole und offene Einstellung A zum Tod und B aber auch zum Leben. Also sehr aufgeweckt, sehr fröhlich. Man kennt's ja selber Ja. auch. Wer den Disney-Film Coco vielleicht kennt, man ist erst vergessen, wenn man eben nicht mehr dran denkt, dass es das Leben nicht. Mhm. Und scheinbar sah man sah halt in diesem Rock noch sehr schwanger aus. Auf jeden Fall fragte sie mich damals sehr freudig: „Bist du schwanger?" Und es war eben kurz nach dem, ja, Geburt meiner Sternkinder.
sagte Ja, in dem Moment, nein, bin ich nicht mehr, ich war's aber. Und man merkte erst so, okay, jetzt habe ich hier ein Fettnäpfchen. Und ich hatte ja auch später gesagt, nein, im Gegenteil, das war für mich das Befreien. Das klingt vielleicht völlig absurd, aber das war für mich mit das Befreien überhaupt, wenn man einfach drüber sprechen konnte und auch sagt, ja, es ist normal, es ist eine traurige Geschichte vielleicht, aber es ist meine Geschichte und jetzt nehmen wir die Geschichte an, auf meine Art und Weise, wie es gerade passt und nach vorne. Und ich glaube, das ist ja, das Wichtige. ja, ja, die Offenheit dafür, ne, das, was ist, gerade ist und auch ausgesprochen werden darf. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es aussprechen darf, egal was man fühlt. Ich finde, man kann über alles sprechen. Also es ist halt schon die Frage, wie man es formuliert manchmal, aber ich glaube, Ja, Empathie tut da noch gut, ja, großer Teil dazu bei. ja. Und genauso ist es auch okay, Dinge nicht auszusprechen, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber kann das nicht halten. Das Gegenüber Ja. wird eventuell was sagen, was ganz unempathisch ist. Und Ja. davon gibt's ja einige Dinge, das müssen wir jetzt gar nicht Nee. aufzählen. Das kennt wahrscheinlich jede Zuhörerin Genau. oder auch jeder Stellenpart wahrscheinlich auch schon Sätze gehört, vielleicht sogar noch mehr Ja. von Fake-Aufmunterungen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Ich wollte dich fragen, ich will nochmal zurück Gerne. zu deinem Herzensprojekt. Sehr gern. Wie lange dauert das dann so normalerweise, so ein Prozess von Anfrage, bis es fertig ist? Mhm. Also ich brauche momentan ich sag immer 6 bis 8 Wochen. Die brauche ich. Meistens bin ich tatsächlich früher dran, weil ich es kaum erwarten kann. Ich bin immer dann direkt kreativ und schaue, was ist daraus geworden, was kann ich umsetzen und ja, bin freudig dabei. Ich muss aber dazu sagen, ich habe bis jetzt nie erlebt, dass jemand gesagt hat, Mensch, bitte mach jetzt mal hin, ich möchte die übermorgen haben. Nein, im Gegenteil. Bei mir geht das immer recht zügig. Ich bin meistens vor der Zeit tatsächlich fertig. Aber im Austausch ist es gerade, was es besonders macht, ist eben, ja, dass es was Besonderes am Ende wird. Da ist die Zeit nicht relevant und da bin ich bisher meinen Ladies sehr dankbar für, aber ich bin immer sehr schnell fertig. Ja, Angegeben habe ich immer 8 Wochen. ja, ja. Und es ist ja auch realistisch, das einfach auch so einzuplanen, anstatt Ja, zu sagen, ja, okay, wir sind in 2 Wochen fertig und man ich, weiß nie, ne? ja, Also ja, natürlich, wenn man im Austausch ist und sich irgendwie auch gegenseitig dann warten muss auf den anderen oder was auch immer, natürlich kommt dann, ja. Auch ja. Bestellung je nachdem oder auch beispielsweise Sockelauswahl. Ich hatte letztens eine ja, Mutti, die letztendlich ihre 3 Kinder verewigen wollte, dass das dann so eine Trilogie wird. Und Mm, das möchten wir natürlich irgendwo auch zusammenhängend haben. Also sprich, dass vielleicht dann beispielsweise, dass jeder Individuum ist, genauso wie jedes Kind ein Individuum ist, aber gleichzeitig irgendwo auch beispielsweise der Sockel dann irgendwie ähnlich ist. Und das sind natürlich dann so Besonderheiten, die ich dann beispielsweise dann auch erstmal brainstormen muss, austauschen möchte mit der Mutti und schaue dann, dass ich bestellen kann. Das zieht sich dann auch mal, aber wir wissen beide am Ende, okay, da entsteht was Großartiges, was Schönes, was ich eben auch lange und gerne angucke. Und das ist, glaube ich, beiden wichtig. Vor ja, allem von meinem Herzen hier. ja, 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 wunderschön. Ich habe jetzt ja schon einige Beispiele von dir Mhm. gehört, was du ähm, machen kannst, was du Mhm. umsetzen kannst. Was sind dann vielleicht auch so Anfragen gewesen, die dich besonders, ich weiß nicht, ob gerührt das richtige Wort ist, aber die dein Herz vielleicht besonders geöffnet Bewegt hat. haben oder Mhm. bewegt haben, ja? Mhm. Mr. Julian, mir hat eine Frau gesagt, Vanessa, jede Frau hat ihre Geschichte. Und ich habe am Anfang gedacht, das ist ein total lockerer, klischeehafter Spruch, aber irgendwie trifft es. Und das hat mich oft dann bewegt, tatsächlich, egal welche Skulptur ich erstellt habe, ob es ja von der freudigen Schwangeren jetzt ist oder eine Mama, die eben ja, ihr Sternkind in den Händen halten musste, leider Gottes. Jede Frau hat ihre Geschichte und gerade wenn ich die vielleicht am Anfang auch noch nicht wusste, hatte ich dann beispielsweise Momente, wo ich dann die Skulptur versendet habe und ja, dann Video geschickt bekommen habe, wie dann eben die Mutti dann ja, jetzt das Baby im Arm hat, gleichzeitig die Skulptur eben auspackt und sowohl Baby als auch Skulptur in der Hand Mm, hatte und sagte, danke, diese Skulptur bedeutet mir unglaublich viel, weil ich eben vorher ja unerwünschten Kinderwunsch hatte, weil ich jahrelang dafür gekämpft habe, weil ich
so viele Sternkinder habe und ja, genauso auch die Geschichte, die Mutti, die mir erzählt hatte, Mensch, ich habe jetzt eben das Glück, dass ich mein Kind in den Arm halte, aber ich weiß, ich werde es nie wieder. Und das finde ich auch, ja, ich sag mal, sehr makaber. Also zu wissen, ich habe ja dieses Zusammenspiel zwischen Unglück und Glück, das ist, ich glaube, auch sehr hart. Ich glaube, jede Mutter hat oder jede Frau hat ihre Geschichte und da muss man sehr sensibel umgehen. Was das Thema Sternkinder angeht, fand ich sehr, sehr rührend, dass die Mutter von einer Sternmama sich an mich gewandt hat und sagte, hey, ich sehe, wie mein Kind leidet. Jetzt ist bald Weihnachten. Ich möchte was Greifbares schaffen. Bitte, ich habe da diesen Wunsch und so ist das auch alles nochmal extrem entstanden, auch eben auf Basis von einem Foto, weil sie hatte dann letztendlich nur ein Fotoalbum zur Hand. Das war eine absolute Herausforderung, keine Frage. Ich bin auch jetzt immer Ja. noch, also die Arbeit ist nicht beendet, aber ich bin da immer noch am Tüfteln und wir sind aber schon sehr gut vorangekommen und das freut mich natürlich sehr, wenn dann die Mutter letztendlich sagt, hey, ich möchte meinem Kind was zu Weihnachten geben, dass letztendlich meine Tochter Weihnachten auch mit ihrem Kind feiern kann, wenn man es so Mm. kitschig formulieren darf. Aber das hat mich sehr gerührt. Ja, ja. Das ist schön auch zu sehen, wie Familien da auch Ja, nicht nur zusammenhalten ist das falsche Wort, füreinander da sind. ja, Und das ist wichtig. das erinnert mich gerade auch wieder ein bisschen, du hattest ja auch von deiner Nachbarin gesprochen und der mexikanischen Kultur und dem Umgang mit Sterben und Tod und mit den Mhm. Toten in dieser Welt. Und Ja. es war ja jetzt auch, heute ist der 8.11., am 2.11. war ja auch Dia Mhm. de los Muertos und am 1. Dia de los Angelitos. Mein Mexikanisch-Spanisch lässt ein bisschen zu Aber wünschen bekannt. übrig. Und ich finde, was du da durchschaffst, genauso wie diese Tage, ist ja eben auch das am Leben erhalten durch Gespräche, durch das in die Welt bringen. Das ist ja das, was dort auch unter anderem auf andere Arten und Weisen gemacht wird, dadurch, dass Ja. man Blumen aufbaut und andere Dinge hinbringt für die Mhm. Toten und eben einfach immer auch darüber im Gespräch bleiben kann und dass so was Ja. Normales wird. Genauso wie diese Mama vielleicht auch sagt, ja, für mich ist es wichtig, wir da etwas haben, was wir in der Hand Mhm. haben, dass es nicht so komplett aus der Welt heraus ist. Ja, dass es nicht Ja. vergessen ist, dass es gesehen Mhm. wird. Wir haben vorher keine Grenzen abgesteckt. Mhm. Wie weit möchtest du denn über deine Sternkinder und deine Erfahrungen noch ein bisschen Mhm. mehr sprechen? Sagen wir es so, die Fragen können immer gestellt werden, inwiefern ich die weiter also ich habe gelernt, dass es gibt für mich auch gar keine Tabuthema, auch gerade im Umgang mit Freunden oder Familie, auch nicht, wenn das sind jetzt die engsten Leute. Also sprich, ich finde es eher wichtig, dass man darüber spricht. Wir waren aber vorhin bei dem Thema auch, was möchte ich erzählen und wie es auch jetzt richtig anspricht. Ich finde, es ist auch okay, manche Punkte wegzulassen. Von daher, Mhm. die Frage kann immer gern gestellt werden. Was dich interessiert, schieß los. Also ich fange immer gerne, weil das dem Persönlichkeit gibt, mit Mhm. den Namen deiner Sternkinder an. Wir waren tatsächlich bei dem Thema, wenn wir überlegen, geben wir unseren Sternkindern einen Namen oder nicht. Wir haben tatsächlich, also wir haben am Anfang haben wir als Paar, sowohl mein Mann als ich, gesagt, sagen wir so, also wir es nicht. Das war so ein Hin und Her, weil wir halt zukünftig auch nach vorne gucken wollten, was nicht heißen soll, dass wir unsere Sternkinder vergessen wollten. Im Gegenteil, sondern es war auch da herausfinden, das ist für uns okay. Oder wenn wir einen schönen Namen finden, möchten wir das dann unserem, ja, hoffentlich Folgekind geben? Oder ist das irgendwo makaber oder nicht? Also wie geht man auch mit dem Thema? Ist kein einfaches Thema um. Und wir haben es damals dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen es nicht. Es kam Mhm. aber irgendwann in dem Trauerprozess tatsächlich bei mir vor, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich brauche doch einen Namen für meine Kinder. Und ich glaube, das spielt auch keine Rolle, in welcher Schwangerschaftswoche oder wann auch immer die Kinder geboren sind, sondern ich Mhm. habe für mich festgestellt, dass ich einen Namen habe. Ich sage ehrlich, ich möchte sie nicht freigeben. Mhm. Aber ich habe Namen für meine Kinder und es ist für mich sehr wichtig geworden. Und ich hatte irgendwann meinem Mann die Namen auch genannt und er sagt dann auch, finde ich sehr schön passen. Und das sind auch Namen, die auch jetzt meine Sternkinder auch tragen. Und die würden wir auch nicht weiter vergeben, weil das sind sie. Das sind ihre Namen. Ja, aber auch ein wichtiges Thema. Ich finde es spannend, dass du das so beschreibst, auch mit dieser
Entscheidung und was eben aber auch zeigt, wie sich Dinge über die Zeit auch verändern. Mhm. Mein Eindruck von dem, was du erzählt hast, ist, Und dass, dich diese Namen vielleicht auch gefunden haben. Dass ja, es da keine Entscheidung gab: „Ah ja, jetzt muss ich, doch 'nen Namen suchen“, ja, ne, sondern es höchstwahrscheinlich umgekehrt war. genau. Es war mehr, ja, wie eine Intuition, wie eine Art Schicksal. Also, am Tag, als ich meine Kinder verloren hatte oder die Nachricht bekommen habe, sah ich am Himmel, also 2 Punkte waren für mich sehr prägend. Zum einen hatte ich vor mir: „Vergiss nicht“, die Blumen, die in meiner Familie sehr, ja, als meine Oma damals verstorben war, hatte ich, „Vergiss mal gepflanzt.“ Und als ich Ja, dann meine Kinder verloren hatte, sah ich wieder vor mir ganz intuitiv, also ungeplant, diese Vergissblümchen. Und gleichzeitig schaute ich in den Himmel hoch und sah eine Wolke, das klingt so kitschig wie im Roman, aber ich sah eine Wolke, die im mhm, Herzraum war. Und das war für mich so ein bisschen, als würden mich meine Kinder umarmen und sagen: „Hey, es ist okay, wir haben dich trotzdem lieb und wir haben dich nicht vergessen.“ Und, ne, das ist vielleicht nicht schön in dem Moment, wie es so ist und auch jetzt nicht, aber es ist okay. Also, ich mhm. glaube, diesen inneren Frieden mit allen Punkten, ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch okay zu sagen, ich muss darüber nachdenken, ob ich, angefangen bei Informationen, teilen, ob ich damit wirklich im Reinen bin, ob ich damit leben kann, letztendlich die Entscheidung zu tragen. Ja, absolut. Genau, das ist es eben, ne? Also, es sind ja auch private, Themen, die man nicht unbedingt jedem auf der Straße, erzählen möchte und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung und so geht uns das auch in anderen Lebensbereichen, Ja, dass wir nicht richtig, alles jedem erzählen, genau. egal ob Tabuthema oder nicht, weil, wir haben da vielleicht auch alle eine andere Grenze darüber, was für uns Mhm. privat ist und, Richtig. wie weit wir auch fremden Menschen davon erzählen möchten. Mhm. Magst du uns, erzählen, in welcher Schwangerschaftswoche deine Kinder Mhm. geboren sind? Das war bei mir Anfang zweites Trimester, also Mhm. relativ mittig, war so um die 14. Schwangerschaftswoche. Für den einen vielleicht noch relativ früh. Für den anderen würde ich auch sagen, für mich war damals tatsächlich dieses klischeehafte 12. Woche. Das bis dahin, man hat ja immer im Kopf so: „Hey, bis dahin ist alles gut und alles wunderbar und rosig.“ Und ich hatte es innerlich so gefeiert: „Yay, 12. Schwangerschaftswoche, endlich kann man's erzählen.“ Und für mich war das damals auch, der eine hat es vielleicht jetzt im Kopf und sagt: „Wie kann man nur?“ Für mich war's aber auch tatsächlich so, dass ich schon Kinderkleidung gekauft habe. Ich habe angefangen, vor lauter Freude das Kinderzimmer schon zu kreieren und einzukaufen und, habe Wände bemalt. Also, ich war schon voll im Element so gesehen. Und als dann die Ja, Nachricht kam, war natürlich dann auf einmal, ja, sowieso Land unter, also, ne, Füßen und den Boden unter den Füßen verloren. Ich habe mir dann, das fand ich dann auch irgendwo spannend, dass ich dann, auch von Sterneltern dann auch die Aussage, und da möchte ich keinem zu nahe treten, aber die Aussage bekommen habe: „Na ja, 12. Schwangerschaftswoche oder wann auch immer, also relativ Anfang der Schwangerschaft, das ist nicht so schlimm wie jemand, der das Kind erst nach der Geburt, also 40. Woche oder auch so, wenn das Kind auf Erden war, dann, ja, ich sage mal Jahre später et cetera.“ Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt: „Kann man Trauer messen?“ Oh ja, ich glaube, ich kann's mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch Mutter von, ja, wie soll man das formulieren? Also, von einem lebenden Kind. Deswegen, wenn man mir das klauen würde, natürlich, das wäre absolut, möchte ich mir nicht ausmalen. Wie sagt man, fehlen die Worte. Möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber, ähm, ich habe festgestellt, auch ich, obwohl ich relativ Anfang der Schwangerschaft noch war, dass es mir absolut den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ich glaube, dass es vielen auch so geht. Und ich glaube, das ist auch da ist man wieder ein Punkt, es ist okay, das so zu fühlen. Also Trauer ist Trauer. Da, glaube ich, spielt es keine Rolle, ob's, die Oma war, die 90 Jahre auf Erden war. Da ist man ja genauso traurig. Oder ob man, bei einem Kind, was meinetwegen, ja, 9 Jahre alt geworden ist, ein Kind, was, 12 Schwangerschaftswochen alt geworden ist. Also ich glaube, diese Punkte, ich glaube, in dem Moment spielt das, finde ich, meiner Meinung nach nicht eine große Rolle. Es ist wichtig, dass man eben das so fühlt, wie man es fühlt, und dass man auch das ruhig so verfassen kann, wie man es fühlt, und das nach außen tragen kann, wenn man sich danach fühlt. Jetzt sage ich auch das Wort Fühlgefühl, aber
das spricht, ne? Wie Es in meinem Unternehmen geht auch, vielleicht ein Gefühl im Bauch, bisschen, dass man drauf hört, genau. die innere Stimme. Ja, ich bin da komplett bei dir. Und es tut mir auch unglaublich leid, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass dich da andere Menschen und auch andere Sternen, ich weiß nicht, ob verurteilt das richtige Wort ist, aber sich ein Urteil darüber gebildet haben, wie groß dein Schmerz ist. Und ich weiß aber auch, dass wir das häufig für uns selber machen, also diejenigen, die das Richtig. für andere machen, ein Urteil darüber, wie groß der Schmerz sein darf in der 14. Schwangerschaftswoche, machen das häufig dann auch für sich selber Ja, und erlauben sich auch selber nicht zu fühlen, ja, was sie vielleicht fühlen. Und wenn der Schmerz dann doch größer ist, als sie erwarten in einer bestimmten Situation, geht dann noch das weitere Gerattere los darüber, dass sie nicht gut genug sind, dass sie jetzt so nicht fühlen sollten, wie sie ja. fühlen. Und ich sage sie und ich weiß aber auch, dass teilweise ich auch solche ähm, Themen mit mir rumgetragen habe, wo ich ein bestimmtes Weltbild hatte und bestimmte Meinungen hatte, die mir eigentlich das Leben schwieriger gemacht haben. Mhm. Dadurch ich eigentlich, man kann ein bisschen so sagen, wie nochmal in die Wunde nochmal extra reingestochert habe und dafür gesagt Ja, habe, dass die sich auch gar nicht heilen kann, weil ich immer wieder so, nee, ist aber auch nicht gut. ja. Und ich glaube, das machen wir schon häufiger auch mal als Menschen. Und ich glaube andersrum und ähm, das ist jetzt noch nicht ganz so rausgekommen, glaube ich, finde ich es auch genauso wichtig, dass es auch okay ist, okay zu sein, dass es da kein, ja, du hast deine Kinder in der 14. Schwangerschaftswoche verloren, du musst jetzt unglaublich traurig sein, Ja, weil es mir so ging und mit dir stimmt irgendwas nicht, wenn du dein Leben jetzt weiterlebst und das dich vielleicht traurig machst, aber du da deinen Umgang schon nach ein paar Wochen, Monaten, mal ja, realistischer gesehen, aber dass du deinen Umgang da ganz schnell wieder mitfindest. ja, Und das ist auch richtig. genauso in Ordnung. Und es ist genauso in Ordnung zu sagen, ja, ich habe einen guten Umgang damit, dass meine Oma gestorben ist und ich bin ab und an mal traurig, aber mir hilft es sehr daran zu denken, dass sie ein gutes Leben gelebt hat und Ja, das ist okay. Und wichtiger genauso, Punkt, dass man den Schmerz letztendlich irgendwo annimmt auch, ne, und sagt, ja, dass das Leben weitergeht. Das klingt so hart in dem Bezug irgendwo, aber dass man auch aus diesem Trauerprozess versucht rauszukommen und nach vorne zu blicken irgendwo. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. hm, Mir wurde das damals bewusst, als ich dann tatsächlich auch mein Kind dann bekommen habe, als ich schwanger wurde und festgestellt habe, Mensch, kann ich mich jetzt gleichzeitig irgendwo auch freuen? Also ja, auf das neue Leben, was entwickelt und gleichzeitig aber auch die Sternkinder sind ja nicht vergessen. Und nur weil ich das eine Thema, weil ich nicht mehr vielleicht da sitze und Rotz und Wasser heule, was auch mal vorkommt, auch heute noch manchmal, je nachdem. Also ich muss ein Lied hören und dann bin ich wieder zack, ne, Emotionen sind da so ein Flashback. Aber ja, trotzdem ist es verdammt wichtig, auch irgendwo einen Punkt zu finden, zu sagen, wie du schon, es ist okay, okay zu sein. mhm. Ja, also ich finde, also warte, wie sage ich das jetzt? Es gab so dann einen Moment, als du angefangen hast zu reden, wo ich gedacht habe, okay, da würde ich sagen, hast du das, was ich gesagt habe, anders interpretiert, als ich es gemeint habe. Und ich glaube, und vielleicht hattest du deine Worte da auch anders gefunden. Es Mhm. war den Trauerprozess jetzt beenden oder dafür sorgen, dass man den Mhm. abschließt. Und da ist bei mir so ein Widerstand da, wo ich sage, okay, ich weiß von meiner Arbeit auch Mhm. mit Sternenmamas, dass wenn wir jetzt den Trauerprozess abschließen wollen und Mhm. beenden wollen und jetzt wir arbeiten jetzt daran und wir gucken jetzt nur noch nach vorne, schießen wir uns selber ins Bein. Ja, Und natürlich. und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Sache, die eben worauf ich hinaus wollte, ist, dass es so sein darf, wie es ist. Und bei Ja, manchen geht's ein bisschen schneller, bei manchen dauert's ein bisschen länger. Wir bringen alle ganz andere Lebenserfahrung mit. Wir haben alle, auch ganz andere Menschen um uns herum. Manchmal ist die ja, Erfahrung, die wir machen, klingt so, ähm
sogleich, 14. Woche, 14. Woche, und du hast vielleicht Menschen in deinem Leben, mit denen du darüber sprechen kannst. Jemand anders ist in einer super kalten Umgebung und kriegt nach 2 Tagen zu hören, du reißt ihm mal am Riemen, war doch erst 14. Woche. Ja. Und jetzt ist alles wieder gut, zurück zur Arbeit, mach das, mach das, mach das, mach das. Und wir haben dann ganz andere Möglichkeiten, Dinge auch Ja. zu verarbeiten und damit Ja. umzugehen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Ne? Also es ist Das ist okay, okay richtig. zu sein, es ist okay, nicht okay zu sein, es ist okay, Es gibt keine Grenzen. einer Sekunde Ja. okay zu sein und der nächsten nicht okay zu sein. Es ist ja kein Projekt, was man abschließt oder wo man sagt so: „Hey, jetzt muss ich das erreicht haben." Also, ich musste selber ich habe viel aus meiner Geschichte gelernt. Alleine der größte Punkt ist tatsächlich, dass das Leben nicht planbar ist. Also, richtig vor meinen Erlebnissen habe ich auch gedacht, dieses Klischee, dann kriegst du Kinder, dann heiratest du, dann dieses, weißt du, man hat so diese Wunschvorstellung. Weil man hört in jedem Bewerbungsgespräch, was sind die Visionen für die nächsten 5 Jahre? Und, seitdem schmunzele ich nur noch und denke mir: „Ja, das Leben hat mich Ja, was anderes gelehrt." Und, das kann man nicht planen. Deswegen, ich glaube einfach so ein bisschen, vielleicht symbolisch gesprochen, wie auf eine Welle einfach mitzusurfen, zu gucken, okay, wie fühlt sich gerade für mich gut an und, meinen eigenen Weg zu gehen und zu beschreiten, das ist wichtig, ja. ja. Ja, das ist ein bisschen das, was ich auch als posttraumatisches Wachstum beschreiben würde, weil es ja schon auch ein traumatisches Erlebnis ist. Der Tod, Ja, wenn der so früh eintritt und unerwartet, okay. ähm, hat immer diesen Effekt, ne? Und Trauma kann uns 2 verschiedene Dinge beibringen. Es gibt so einmal Mhm. die Seite, wo du sagst: „Ja, ja, das Leben ist unerwartet und ich wage mich jetzt nichts mehr, weil Mhm. jederzeit was passieren könnte.“ Oder du nimmst mit, dass du sagst: „Ja, es könnte jederzeit was passieren. Ich wage mich jetzt umso mehr“, weil auch als ich 'nen Geradeaus-Leben geführt habe, ist was passiert, was ich nicht erwartet habe, obwohl ich mich vielleicht Ja, nix gewagt habe oder wenig gewagt richtig. habe oder Dinge nicht angegangen bin. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so 'n bisschen, was ich auch wichtig finde, was wir gegenseitig auch wo wir uns unterstützen können, ne? Auch da, beides ist okay. Und aber auch, also, die Verarbeitung von Trauma ist was der Körper teilweise von alleine kann. Körper, Geist Mhm. und Seele können das eigentlich ganz gut und, es wird aber häufig unterbrochen. Und dann kommen wir nicht in das posttraumatische Wachstum, dann kommen wir eher in posttraumatische Belastung. Mhm. Was würdest du sagen, wodurch wird das unterbrochen? Sind das dann die Grenzen, die man selber hat, dass man sich das selber nicht erlaubt? Manches ist es so die Außenwelt, also der Ausschluss oder Es ist 'ne woran denkst du? Mix zwischen beiden, rein in der Situation, wenn wir über eine bestimmte, Belastungssituation oder traumatische Situation, wie zum Beispiel, der Moment, in den, wir erfahren, dass es keinen Herzschlag mehr gibt. Das ist dann, wenn wir das deckeln und das passiert häufig gar nicht bewusst. Es ist häufig Mhm. so, dass kannst dir das ein bisschen vorstellen, als wenn ein Computer sich so überhitzt und überhitzt, so fährt alles komplett hoch, bis der Mhm. Computer dann ausgeht, nicht mehr kann. Mhm. Und dann ist der Prozess, dieser Verarbeitungsprozess unterbrochen und das bleibt alles im Körper. Mhm. Und jetzt können wir dann in dieser Situation, uns ähm, damit abfinden und sagen, naja, okay, so ist das jetzt. Und dann wird der Computer vielleicht immer langsamer und Mhm. Dinge sind ein bisschen schwieriger. Es kommen immer häufiger vielleicht auch Probleme, wo sonst keine waren. Irgendwie ploppt dann Mhm. hier mal ein Fenster auf oder da geht gar nichts mehr auf oder irgendwelche Warnmeldungen kommen viel schneller als sonst, Mhm. ähm, weil dieser Prozess noch nicht abgeschlossen wurde. Mhm. Da können wir dann zum Beispiel wenn wir uns bewusst dafür Verstehe. entscheiden, können wir sagen: Okay, wir gucken jetzt mal, defragmentieren, neu sortieren, was muss vielleicht wohin, wie können wir diesen Prozess noch, beenden?“ Also, das Ja, ist, unterstützen die dann auch mal, ne?
Traumaarbeit im Prinzip durch zum Beispiel Dinge wie EMDR oder Traumatransformation, wenn man in Therapie oder auch also ich mache das auch mit den Sternen mal bezogen auf das Thema. Das hilft, weil erst dann, wenn wir das auch verarbeiten konnten, können wir uns wirklich der Perspektive öffnen, nach vorne zu schauen. Ja. Und zu sagen, ich gehe jetzt weiter ins Leben. Ich weiß, ja, realistisch gesehen weiß ich, es kann jederzeit was passieren, aber es hält mich nicht davon ab zu leben. Ja. Jetzt habe ich so Und doch viel alles geredet. nein, du hast nicht so viel geredet. Im Gegenteil, ich finde, das ist ein sehr intimes, sehr tiefsinniges Gespräch. Deswegen wollte ich das auch irgendwo so ein bisschen sacken lassen tatsächlich. Mir kam gerade, als du auch gefragt hattest, Mensch, was sind so meine Geschichten? Und ich habe auch eine Mutti erlebt, wo ich später erfahren habe, dass sie selber auch Psychologin ist und selber auch Frauen begleitet, die eben Sternkinder haben und ihre Erfahrung gemacht haben, egal in welche Richtung. Und das fand ich so spannend, dass sie mir das auch nochmal bestätigt hat, dass gerade auch meine Skulpturen so einen Prozess auch nochmal unterstützen können. Ja. Dass weil man da eben was in der Hand hat nochmal. Also ob das der Weg für jemanden ist, das muss jeder selber entscheiden. Aber es ist tatsächlich, es ist eine Option, eine Möglichkeit. Und für mich ist es absolut wichtig, eine Herzensangelegenheit, dass man drüber spricht und sagt, hey, die Möglichkeiten, ich finde, das ist wie ein Blumenstrauß. Man hat verschiedene Blumen, die man sich zusammenstellen kann und welche man sich selber rausgibt, welche am Ende meinem Blumenstrauß ergibt, das muss jeder selber entscheiden. Ja, ja. Und so ist es ja bei vielen Dingen im Leben, ne? Und Ja, manche Dinge sprechen uns an. Der eine oder die eine weiß sofort, sie möchte ein Tattoo haben. Und die andere sagt, nee, das ist einfach nicht für mich und ja, das ist nicht das, was ich brauche. Und die eine sagt sich, ja, ich möchte da jetzt ganz viel malen. Und die andere sagt sich, oh mein Gott, geh mir bloß weg mit diesen Stiften und Bildern und Farben. ja. Und das ist ganz normal, ne? Ich glaube, wichtig ist das mit sich selber auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das, Ja, dass das man ist erstmal ein auch großer herausfindet, Schlüssel, was ne? brauche Und ich gerade, was möchte ich, weil wenn man ehrlich ist, also mir ging es damals so, dass ich auch noch gar nicht wusste, was will, was brauche ich. Bisher erstmal wie in so einer Blase, dass ich dachte, okay, dann kommt auch solche Punkte noch zu wie Thema Job. Hat man vielleicht mit dem Arbeitgeber schon gesprochen, hat man es auch noch nicht. Und ich glaube, sowohl als auch sind beides keine einfachen Situationen. Wenn ich darüber gesprochen habe, kann man auch dort wieder hingehen und sagen, ja, ich habe diese Erfahrung gemacht. Oder ja, andersrum, man hat dann so zu tun, als ob nichts war. Oder hat man den Mut, dann direkt am Anfang darüber zu sprechen. Also man stellt fest, auch für diejenigen, die die Erfahrung selber noch nicht gemacht haben. Also man stellt fest, dass es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo das Thema aufkommt. Es ist nicht so, dass man sagt so, hey, jetzt ist das abgeschlossen und das war's. Nein, das ist ein Teil des Lebensgeschichte und ja, 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 ja. und dann Es geht's ist auf ein Teil der deines Art und Lebens, Weise es ist ein weiter. Teil von dir und das wird auch Ja, immer so bleiben. Also das ist ja wirklich auch nichts, was dann irgendwann weg ist. richtig. Ne? So wie eben auch alle Dinge, die in unserer Vergangenheit passiert sind, uns auf gewisse Art und Weise prägen. Manche Genau. positiv, manche negativ. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, dass es Menschen gibt wie dich, die sich Danke. Gedanken darum machen, wie kann ich denn anderen Menschen in dieser Situation unterstützen? Weil wir sind soziale Wesen und wir müssen das nicht alleine machen. Und es Ja, kann aber nicht jeder sich hinsetzen und sagen, so, ich mache jetzt so eine Skulptur, weil nein, ich mir das mal ganz schnell neu beibringe. nein, unabhängig davon. Ne? Ich finde, wir sind ja irgendwie auch alle so Puzzleteilchen, ob derjenige darüber sprechen möchte oder nicht. Also ich finde alleine, also ich habe beispielsweise auch vieles gefunden, wo ich dachte, boah, was für ein Vorzeigebeispiel, sofort schwanger geworden. Also dieses Bild nach außen, hin, dieses von Perfekte, wo ich vielleicht auch im ersten Moment neidisch war, weil ich dachte, boah, da funktioniert alles wunderbar. Mhm. Und jetzt, wo ich selber in die Öffentlichkeit trete oder in die Öffentlichkeit trete und offen darüber spreche, wie viele Frauen auch gerade in meinem privaten Umfeld auch immer kommen und sagen, hey Vanessa, ich kenn's auch. Ja, nicht, ich weiß nicht, ob mich das manchmal erschüttern soll oder beruhigen soll. Es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Alleine das und gleich nur dieses Intime zu sagen, hey, du bist nicht alleine oder ich verstehe, was du meinst. Das ist, glaube ich, schon verdammt wichtig.
Also das muss Mhm. nicht jemand sein, dass man direkt, wie wir jetzt in die Öffentlichkeit treten und sagen, hey, lass uns mal drüber sprechen und jetzt einmal alles oder nichts. Aber ja, ich glaube, der heutige Satz ist ganz gut. Ja. Ich glaube, dieser heutige Satz, den du schon gebracht hast, es ist okay, okay zu sein, was auch immer okay ist, Mhm. Mhm. das ist passend in vielen Situationen. Mhm. Ich weiß, dass wir auch langsam zum Ende kommen dürfen zeitlich. Welche Frage habe ich dich denn vielleicht noch nicht gestellt? Habe ich dir vielleicht noch nicht gestellt? Habe ich dich noch nicht gefragt? Eins Alles von gut. beiden. Ich habe dich verstanden. Ehrlich gesagt, so direkt noch gar nicht. Also ich habe keine To-Do-Liste im Kopf gehabt, um ehrlich zu sein, zu sagen, hey, da muss ich unbedingt drüber sprechen oder das möchte ich platzieren, wie man so schön immer aus den Podcast-Folgen vielleicht irgendwo denkt. Im Gegenteil, mir ist es wichtig, eben darüber zu sprechen, dass es eben die Möglichkeit gibt, ich will auch nicht mal speziell von Sternkindern sprechen, sondern Erinnerungen, dass man Erinnerungen, welche auch immer, die einen bewegen, festhalten kann, Mhm. auch greifbar machen kann in Form von Skulpturen. Bleibt natürlich jetzt vielleicht die Frage, wie kann man mich erreichen? Das geht zum einen, ich bin bei Instagram vertreten unter mein.gefühl.im Bauch oder die Homepage www.meingefühlimbauch.de. Das sind so die zwei gängigen, wo ich momentan noch vertreten bin. Zukünftig bin ich auch dabei, einen WhatsApp-Kanal aufzustellen. Also es sind noch ganz viele Ideen, das ist alles noch im Ausbau. Und dadurch, dass ich das alles noch nebenbei mache, zu dem Ja. Motiv da, was man alles so hat, ja, dauert das halt vielleicht ein kleines bisschen. Aber es sind ganz viele, also auch mit den Skulpturen, das war noch nicht so das Ende. Im Gegenteil, die Gespräche, die ich natürlich auch mit euch führe, die prägen mich und das bewegt mich und da merke ich, dass ich da auch immer mehr aktiver dabei sein möchte. Deswegen auch deine Arbeit, auch Richtung Trauerbegleitung, das ist enorm wichtig und freue mich da auf den Austausch, freue mich weiter, viele Ladies oder auch Männer. Also nicht, ich bin glücklich verheiratet, aber du weißt, wie ich meine. Bevor jetzt gleich hier so ein Aufruf indirekt gestartet, nein, Ja, sie sucht nach Männern. nein, dann kriege ich Ärger. Nein, aber du weißt, wie ich das meine. Auch die Herren darf man nicht vergessen. Man spricht immer von den Sternenmann. Nein, die Herren trauern ja genauso. Ich glaube nur anders. Und vielleicht ist da auch gerade dieses Tabuthema noch mehr drin, weil man eben Ja. nicht hier so drüber sprechen darf. Das ist aber auch nochmal ein anderes Kapitel, was man auch nochmal ausschmücken könnte, jetzt wahrscheinlich oder lange drüber sprechen kann. Aber mir ist es einfach wichtig, dass jede Frau ja sich nicht alleine fühlt. Dass jeder Mensch, der so eine Erfahrung hat, dass man weiß, man ist nicht alleine, es sind viele. Also ich glaube, wenn man die alle so mal farbig malen würde, so einen Punkt auf die Stirn packen würde, dann wären das halt ganz viele. Mhm. Und mir Ja. ist es einfach wichtig, dass heute ja die Chance jetzt zu nutzen und deswegen danke ich dir auch sehr für die Möglichkeit, darüber sprechen zu können und dass eben eine Sternmama oder deren Eltern eben wissen, hey, es gibt die Möglichkeit und wenn es mir hilft, dann bin ich auf jeden Fall da und unterstütze so weit, wie ich es kann. Ich danke dir. Es Ich war danke dir. sehr schön, dich kennenzulernen, Gefühl im Bauch kennenzulernen. Vielen Und Dank. ich hoffe, dass dich ganz viele Sternmamas, Sternpapas finden Das ist sehr und lieb. dadurch auch wieder ein Stück weit in ihren Heilungsweg vorankommen, Ja, ne? Wie du schon sagst, so ein bisschen wie so ein Blumenstrauß, der eben nicht nur eine Sorte von Blumen enthält, richtig, sondern ganz, ganz unterschiedliche. Eine richtig. Sache, die Sehr ich gerne. noch sagen möchte, ist, die Details zu dir, die packe ich dann Mhm. in die Shownotes, also je nachdem, Mhm. wo man das sieht oder hört, sind die dann Ja, darunter und damit zu finden. Das das macht ist es ein sehr bisschen lieb. einfacher, da kann man dann Muss einfach man nicht draufklicken. mitschreiben, alles. Das ist super lieb. Vielen herzlichen Dank. Ich habe es auch sehr genossen. Ich finde es auch sehr schön und wertvoll, dass man sich darüber eben austauscht und ja, sehr bereichernd. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. So ein schönes Interview. Danke, dass du noch hier bist. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel davon mitnehmen und hast dich vielleicht auch von Vanessa inspirieren lassen können. Und ich wollte heute nochmal in eigener Sache zum Ende hin sagen oder dich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Denn das ist für mich immer ein ganz guter Weg,
in dem ich dich erreichen kann und dir sagen kann, was für Angebote es vielleicht noch gibt. Denn es gibt immer ein Update, da erfährst du, wenn ich einen neuen Blog geschrieben habe, da erfährst du, wenn es ein Sternmama Meetup gibt. Und also die Sternmama Meetups versuche ich so alle 2 Monate, 1 bis 2 Monate online zu machen. Die sind kostenlos, da kannst du teilnehmen. Und es ist ein Ort des Austauschs mit anderen Sternmamas, der nicht zwangsläufig traurig und zum Heulen ist, in dem auch unsere Sternkinder ihren Platz und ihren Raum finden. Und genau, deswegen möchte ich euch einladen. Mein Newsletter wird dich nicht zuspammen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie 3 E-Mails am Tag. Höchstwahrscheinlich gibt es nur einen im Monat, wenn ich gut bin und wieder mehr Podcasts aufnehme. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass einer in der Woche kommt mit einem Update. Aber mein Ziel ist nicht, dich da irgendwie zuzumüllen, weil ich weiß, die Welt ist einfach viel zu voll. Aber ich hätte dich auch gerne, beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn ich dich darüber erreichen kann, weil ich weiß, dass die Welt auf anderen Social-Media-Plattformen manchmal ein bisschen verrückt ist und ich da dann untergehe. Und wenn du gerne möchtest, dass wir im Kontakt bleiben, da kannst du dich auch jederzeit bei mir melden. Dann abonniere gerne den Newsletter. Auch das in den Shownotes. Und ich wünsche dir Akzeptanz. Ich wünsche dir ganz viel okay damit zu sein, dass du okay bist oder nicht okay bist. Und dass du deinen Weg gehst. Ich glaube, das wünsche ich dir. Und damit verabschiede ich mich. Und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein oder schaust auch mal in die Folgen, die es bis jetzt schon gibt. Tschüss.